Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Dann lass uns anfangen. Es war einmal ein Müller, der eine sehr schöne Tochter hatte. Als sie heranwuchs, machte er sich Sorgen, einen guten Ehemann für sie zu finden. Er dachte, ich werde sie dem ersten Mann geben, der kommt und um ihre Hand anhält. Bald darauf erschien ein Freier. Er schien sehr wohlhabend zu sein, und der Müller sah nichts Falsches an ihm, also stimmte er zu, seine Tochter ihm zur Frau zu geben. Doch das Mädchen liebte den Mann nicht, wie es eine Braut tun sollte. Sie traute ihm nicht und hatte Angst, nur daran zu denken. Eines Tages sagte der Freier zu ihr: »Du hast mich noch nicht besucht, obwohl wir verlobt sind.« Sie entgegnete: »Ich weiß nicht, wo du wohnst.« Er sagte: »Mein Haus liegt im dunklen Wald.« Sie versuchte sich zu drücken, indem sie sagte, sie würde den Weg dorthin nicht finden. Aber er bestand darauf: »Du musst mich nächsten Sonntag besuchen. Ich habe Gäste eingeladen, und um dir den Weg zu zeigen, werde ich Asche auf dem Pfad streuen.« Als der Sonntag kam, verspürte das Mädchen eine seltsame Angst, die sie sich nicht erklären konnte. Um ihren Rückweg zu markieren, füllte sie ihre Taschen mit Erbsen und Linsen, die sie beim Gehen fallen ließ. Als sie den Wald erreichte, fand sie den Weg mit Asche bedeckt, also folgte sie ihm und ließ auf beiden Seiten mit jedem Schritt Erbsen fallen. Sie ging den ganzen Tag, bis sie den dunkelsten Teil des Waldes erreichte, wo sie ein einsames Haus entdeckte, das düster und gruselig aussah. Sie ging hinein, fand es jedoch völlig leer und sehr still. Plötzlich hörte sie eine Stimme sagen: kehre um, junge Maid, verweile nicht in diesem Mörderheim.« Sie sah sich um und bemerkte, dass die Stimme von einem Vogel in einem Käfig an der Wand kam. Wieder rief er: kehre um, junge Maid, verweile nicht in diesem Mörderheim.« Das Mädchen ging von Raum zu Raum in dem Haus, aber es blieb leer. Schließlich ging sie in den Keller, wo sie eine sehr alte Frau fand, deren Kopf ständig wackelte. »Kannst du mir sagen«, fragte das Mädchen, »ob mein verlobter Mann hier wohnt?« »Oh, du armes Kind«, antwortete die alte Frau. »Was für ein schrecklicher Ort, zu dem du gekommen bist. Dies ist ein Mörderversteck. Du glaubst, du bist eine versprochene Braut, aber hier wirst du nur den Tod finden. Sieh dir den großen Topf mit Wasser an, den ich immer am Kochen halte. Wenn sie dich fangen, werden sie dich töten und kochen, denn sie essen Menschen. Wenn ich dir nicht helfe, wirst du verloren sein.« Die alte Frau versteckte das Mädchen dann hinter einem großen Fass. »Bleib ganz still«, warnte sie. »Bewege dich nicht und sprich nicht, sonst finden sie dich. Heute Nacht, wenn die Räuber schlafen, werden wir entkommen. Ich habe auf eine Gelegenheit gewartet, um wegzukommen. Gerade in diesem Moment kamen die Räuber zurück und zogen ein anderes junges Mädchen mit sich. Sie waren betrunken und ignorierten ihre Schreie. Sie ließen sie 3 Gläser Wein trinken, einen weißen, einen roten und einen gelben, und kurz darauf starb sie. Sie zogen ihr schönes Kleid aus, legten sie auf einen Tisch und zerlegten sie in Stücke, während sie Salz darüber streuten. Das arme Mädchen versteckte sich hinter dem Fass und zitterte vor Angst über das, was ihr bevorstand. Ein Räuber bemerkte einen goldenen Ring an dem Finger des toten Mädchens. Da er ihn nicht leicht abziehen konnte, benutzte er eine Axt, um den Finger abzuhacken, aber dieser flog in die Luft und landete hinter dem Fass direkt in ihrem Schoß. Der Räuber zündete eine Lampe an und begann, nach dem Finger zu suchen, konnte ihn jedoch nicht finden. »Hast du hinter dem großen Fass geschaut?« fragte einer der anderen. Die alte Frau rief: »Kommt, esst euer Abendessen und macht euch jetzt keine Sorgen. Der Finger wird nicht weglaufen.«
Sie hat recht, sagten die Räuber, und sie hörten mit der Suche auf und setzten sich zum Essen. Die alte Frau mischte einen Schlaftrunk in ihren Wein, und bald lagen sie alle schlafend auf dem Kellerboden. Als das Mädchen sicher war, dass sie schliefen, kam sie hinter dem Fass hervor. Sie musste über die schlafenden Räuber steigen, die eng beieinander lagen, und sie hatte Angst, sie könnten aufwachen. Aber Gott half ihr, und sie schaffte es sicher vorbei. Dann gingen sie und die alte Frau nach oben, öffneten die Tür und eilten aus dem Mörderversteck. Der Wind hatte die Asche verweht, aber die Erbsen und Linsen waren gewachsen und halfen ihnen, ihren Weg im Mondlicht nach Hause zu finden. Sie gingen die ganze Nacht und erreichten schließlich am Morgen die Mühle. Das Mädchen erzählte ihrem Vater alles, was geschehen war. Der Tag der Hochzeit kam. Der Bräutigam und viele Gäste kamen, da der Müller alle seine Freunde und Verwandten eingeladen hatte. Während des Festes erzählte jeder Gast abwechselnd Geschichten, aber die Braut schwieg. »Kennst du keine Geschichten, meine Liebe?« fragte der Bräutigam sie. »Erzähl uns etwas.« »Ich werde von einem Traum erzählen«, antwortete die Braut. »Ich ging allein durch einen Wald und fand ein Haus, aber es war leer bis auf einen Vogel in einem Käfig, der sang: »Kehre um, junge Maid, verweile nicht in diesem Mörderheim.« Es sagte dasselbe wieder, fügte sie hinzu. »Mein Schatz, das war nur ein Traum. Ich ging durch das Haus und fand es ganz leer und dunkel. Dann ging ich in den Keller, wo eine sehr alte Frau saß, deren Kopf nicht aufhörte zu wackeln. Ich fragte sie, ob mein Verlobter dort wohne, und sie sagte: »Oh, du armes Kind, du bist in ein Mörderversteck gekommen. Dein Verlobter lebt hier, aber er wird dich töten und dann kochen.« Mein Schatz, das war nur ein Traum. Die alte Frau versteckte mich hinter einem Fass, und gerade als sie das tat, kamen die Räuber nach Hause mit einem anderen Mädchen. Sie ließen sie 3 Arten von Wein trinken, und sie starb. Mein Schatz, das war nur ein Traum. Dann zogen sie ihre Kleider aus, zerschnitten ihren Körper in Stücke und streuten Salz darauf. Mein Schatz, das war nur ein Traum. Ein Räuber sah einen goldenen Ring an ihrem Finger, aber als er ihn nicht abziehen konnte, benutzte er eine Axt, um ihren Finger abzuhacken. Der Finger flog hoch und fiel hinter das Fass in meinen Schoß. Hier ist der Finger mit dem Ring. Damit zeigte die Braut allen am Tisch den Finger. Der Bräutigam wurde bleich und versuchte zu fliehen, aber die Gäste hielten ihn fest. Sie brachten ihn zu den Behörden, und er und seine Bande von Mördern wurden für ihre schrecklichen Taten zum Tode verurteilt. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.